Hi, hier ist die Pauline aus der Nähschule Greenberry. Heute geht es um die W6 hier oben. Ich habe die zur Reinigung bekommen und ich habe ein bisschen Programme ausprobiert. Ich habe die Fadenspannung eingestellt und heute in diesem Video zeige ich euch, wie man die bedient, wie die funktioniert und erzähle ein bisschen, für wem so eine Nähmaschine perfekt ist. Komm mal mit. Hier ist Your Power Code, also hier ist dein Netzkabel und hier kann man die Nähmaschine an- und ausschalten. Den Anlasser oder Gaspedal könnt ihr hier unten reinstecken. Das kleine Loch zeige ich sofort. This is where your sewing pedal will go. In this video I will show you though how to use the machine without it. In diesem Video zeige ich euch aber, wie man auch ohne einen Anlasser oder Gaspedal zurechtkommt. Lass uns erstmal einfädeln. Let's thread the machine. Schön ist diese Abdeckung, die man hat an der Maschine, damit wenig Staub reingeht, wenn man die einfach auf den Tisch stehen lässt. This cover is a lovely feature. It prevents dust from coming into the machine. Die Garnrolle kommt auf die Garnhalterung und wir machen einen Stopper dran. This will prevent your thread from falling off. Make sure to not squeeze it too tightly to the thread. Also schau mal, dass der Faden immer noch sich gut bewegen kann. Jetzt ziehen wir ein bisschen an den Faden und gucken mal, dass das alles gut abläuft. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Platz lassen. Den Faden nehmen wir auf Spannung zwischen zwei Finger, wie wenn es Zahnseide wäre. Make sure to start with the number 1 with your threading and with 2 hands, like so. Dann kommen wir zu Nummer 2, then we take number 2 and we can see on the picture what to do next. Hier hat man auch ein kleines Bild, dann kann man das auch einmal folgen, was die im Bild machen. Dann kommen wir einmal hier rum, unsere Spule kommt hier, so a bobbin comes on here and we'll have about 10 cm left over of the thread. Wir haben ungefähr 10 cm übrig vom Faden, den nehmen wir uns in der Hand und nehmen den Faden in der Ohrrichtung rum. So clockwise, we'll put the rest of the thread and yeah, around the bobbin. You can also go through the little hole. Ihr könnt auch durch das kleine Loch gehen, wie auch in dem Bild gezeigt. That's what's shown on the picture. I find this a little bit more easy to just wind the bobbin like that. I don't have to look for a hole. We'll start the machine. Wir starten die Maschine mit dem grünen Knopf und lassen den Faden langsam los. After pressing the green button, I can also speed up the machine with this button. Hier kann man langsamer oder schneller fahren. To stop the machine, you'll just need to press the green button again. Um die Maschine zu stoppen, drücken wir einfach nochmal auf den grünen Knopf. Das wäre hier. Dann können wir die Spule nach links nehmen und es abziehen. So now we can take the bobbin to the left hand side and take it up. We can cut off the thread on the side of the machine. An der linken Seite von der Maschine können wir einmal den Faden abschneiden. Den oberen Faden können wir jetzt richtig einführen. Wir fangen an mit Nummer 1. So we'll start with number 1 and we'll go through all of the positions going to the left hand side. Always make sure you've got some tension on your thread. What's really important is that you have your needle all the way up and the presser foot also up, so you have enough tension going through that thread. Also guckt ihr immer, dass der Nähfuß nach oben ist und auch eure Fadenhebel, die man eigentlich nicht sieht. Das heißt, am besten guckt ihr, dass die Nadel oben ist. Das kann man mit diesem Knopf machen. You can do that with this button. Falls der Nähfuß unten war, dann auf jeden Fall einmal hochnehmen und den Faden ein bisschen ziehen. If you press the foot was down when you're putting the thread in, make sure to take it up and just pull the thread a little bit to make sure it's going into the tension. You can adjust the tension here. Hier könnt ihr die Fadenspannung einmal einstellen. Auto ist halt normal, aber ihr könnt Minus und Plus machen. Das zeige ich später im Film, wie wir das machen, also im Video. Und hier ist die Nadelposition, wie gesagt, unten oder oben. So this is where you can put the needle up or down. To put the thread through the needle, obviously it's good to have it up. At first we'll press the lid button to our right hand side. Wir drücken den Knopf nach rechts und hier kommt die Abdeckung ab. Wir führen unsere Unterfaden als erstes rein. So the bobbin goes in here and then you just follow the number 1 until the thread will cut off. Important is to hold on to your bobbin whilst you're doing it. Die Spule sollte man untergedrückt lassen, während man durch die Positionen durchgeht. Den Nähfuß senken wir ab, wenn wir den oberen Faden einfädeln wollen. So make sure that the presser foot is down when we'll insert the upper thread.
Nimm den Faden mit beiden Händen, take your thread with both hands and make sure it's got enough tension to put through the first guide. Schau mal, dass ihr hier einmal durchgeht mit dem Faden. Jetzt kommt der Einfädler. Wir führen einmal den Faden links und dann rechts rum. So first left hand side and then right hand side. If it tends to get stuck, you can wiggle it a little bit. Ihr könnt ein bisschen wackeln und dann löst sich das Ganze, aber ganz vorsichtig. So, jetzt haben wir einen Loop hinten, jetzt können wir den Faden da ein bisschen ziehen. So you've got a loop in the back and you can just pull that through. Als nächstes werden wir den oberen Faden festhalten, um den unteren Faden hochzuangeln. Deswegen habe ich 2 Farben, damit ihr das besser sehen könnt. Hold on to the top thread. Press the button for the needle twice. Den Oberfaden einmal festhalten, zweimal auf den Knopf drücken für die Nadel. Mehr Informationen zu Einfädeln verlinke ich oben in der Ecke. More information I'll link up in the corner. Pull the yellow thread, also einmal den gelben Faden ein bisschen ziehen und wir haben beide Fäden. Now we have both threads. We'll take the presser foot up and put both of the threads underneath the presser foot. Now I just need to put the lid on. Die Abdeckung wird einmal links eingesetzt und einmal runtergedrückt. So now you just press it down and that's it. We can start sewing. Wir nehmen uns ein Probestück Stoff und führen es unter den Nähfuß. We'll just take the presser foot down and put your needle inside. We started right here. Hier können wir dann starten. Und wir können auch langsam drücken. We can just make it go really slow. So it's going to go slow all the time. Eine kleine Fehlermeldung macht die Nähmaschine ein kleines Piepsen, wenn man dann einen falschen Knopf in den falschen Zeitpunkt drückt. So the machine will beep a little bit if you do press a button wrongly at the wrong time. Das ist gut für Beginners, das ist gut für Anfänger. Dieses Nähtempo ist für Anfänger super gut, aber auch die Fortgeschrittenen können das Ganze einfach schneller schalten. So you can also do some fast stitching if you put this arrow to the right hand side. Eine weitere Meldung kriegt man, wenn man den Nähfuß nach oben bringt, wird der grüne Knopf rot. If your presser foot is up, your green button will turn into a red button, so you can't actually use the machine and do stitches without the presser foot down. Die Fadenspannung sieht gut aus. Wir haben blau auf blau und gelb auf gelb. So the stitching looks good. The yellow line is only yellow and the blue one only blue. Lass uns noch mehrere Stiche ausprobieren. So let's have a look at some more stitches. We have them on the lid, also hier auf unserer Abdeckung können wir sehen, welche Stiche wir hier haben. Die Nützstiche sind die wir öfter mal benutzen. So the Nützstiche is the ones you actually will need to use. So the straight stitch and all of the zigzags and even buttonholes. Und hier sind die Zierstiche. You're probably not going to use these ones, but they're nice to have. And you can also change the length and the width on all of them. Also ihr könnt die komplett so einstellen, wie ihr die haben wollt. Länge und Breite ist möglich zu ändern. Hier sieht man die Länge. So you can take a plus on that if you want to have the stitch a little bit longer. And you can make it wider if you want to. Or change the position of the needle in case it's a straight stitch. Also wir haben Programm 1, B1. Nee, B1 ist Zickzack. Das heißt, wir können B2 und so weiteres auswählen und das noch ändern. You can also change the length and the width of it. This is a lovely feature because you can make your own stitches the way you want to have them. Also das ist schon mal sehr cool, weil man sieht ganz genau, was man da für einen Stich hat. Hier kann man auch ganz schnell Auswahl machen, dass man direkt den Zickzack hat. Das ist auch sehr cool. So quite nice is that you can also just press the ones that you need the most. Down here is the A1, B1 and so on. Here you can decide to have the needle inside or outside. Ob die Nadel drin oder draußen aus dem Stoff sein soll, beim Aufwärts zu nähen, kann man mit diesem Knopf steuern. Punktuell für Nähen wäre das hier. This is the activation for forwards and backwards in the beginning and the end of your project. Hier sieht man kurz den Rückstich. So here you can see how it goes forwards and backwards in the beginning of your stitch. Im Zickzack sieht man die Fadenspannung am besten. So in the zigzag you can see the tension the best. Let's have a look.
Oben in der Ecke gibt es ein Video über Fadenspannung. Up in the right hand corner you can see more about the tension. Hier sieht man, dass der obere Faden etwas zu locker ist und erscheint unten. Es kann aber auch so sein, dass der Faden unten auch zu fest ist. So here you can see that the top thread is too loose and the one that's underneath is too tight. Unterfadenspannung sollte man am liebsten von einem Profi machen lassen. Da gibt es eine kleine Schraube hier, die man adjustieren kann. So the tension in the bobbin you should let a professional make with this little screw. You'll need to make the exact tension. But more about that in the video up in the corner. Also mehr darüber gibt es oben in der Ecke. Das Ganze muss man dann wieder einbauen. So then you need to put it back in and this area could be cleaned more often. So there's a video about that too up in the corner. Also hier unten solltet ihr auch ab und zu reinigen und ölen. Das kommt dann auch am Ende dieses Films und ich verlinke auch oben in der Ecke einen Reinigungsfilm. So, jetzt schrauben wir alles zusammen. Let's just put all of the screws back on again. Lass uns ein paar Stiche anschauen, die perfekt ausschauen. So let's have a look at some stitches that look perfect. And you can see you've got the yellow only on the yellow side and blue on the blue side. This is the wrong one. Again, just to check out the difference. Und dann habe ich die Fadenspannung so gelegt. Also this is how it should be for this thread. Die Fadenspannung variiert je nach Faden und Stoff. So the tension could also be different depending on what kind of fabric you're using and also the thread. So a good idea is to just make a test drive before you start your project. Also es ist immer gut, einen Test zu machen, bevor man losnäht. Den Nähfuß kann man sehr leicht an dieser Maschine austauschen. Wir brauchen ja verschiedene für Reißverschluss und so weiter. Dann drückt man hier hinten an den Knopf. You can just press the button and your presser foot is going to fall down. This little button is quite nice to have. I'll show you up in the corner a video about that. Also oben in der Ecke verlinke ich ein Video zu dem kleinen Knopf an der Seite. Wenn der drauf sitzt, sieht das so aus. So now I show you also the buttonhole. You'll need to have another foot for that. Also für dieses Knopfloch braucht ihr noch einen anderen Fuß und den Hebel, der gerade unten war, muss man auch runter tun. Und das ist ja nur für die Nadel. So this is only for the needle. Nähfußdruck kann man hier ändern. Da gibt es 3 Stufen. Here you can change the presser foot weight depending on what kind of a fabric you're using. This could be a really good feature. Die Aufbewahrungsbox hier an der Maschine ist eine gute Größe. This is a good size for a little table to put things in, like bobbins and all other feeds. You can slide it off. Ihr könnt es abnehmen und hier kann man auch einmal den Transporteur runterlassen. So you can take your feed dogs down if you want to do some free stitching. The stitching area is very positioned to the right hand side, which I don't like. Also es wäre schön, wenn man hier schon mal nähen könnte, dann hätte man mehr Fläche zum Nähen und man könnte auch ganz eng an der Kante anfangen zu nähen. And you could actually sew in this corner, which is really good to have. Yeah, that's the only minus. In order to oil the upper part of the machine, you will actually need to break into it, which is quite nice, but you can also have that done, of course, from a professional like me, for instance. But yeah, do keep everything oiled and everything nice, so you can sew a little bit longer. You can see there is some grease also on the machine, so actually that grease holds longer than any oil at all, but on the moving parts you definitely need to have some oil. So that's why I look like a doctor. Yeah, all of the moving little points and really just a drop, like especially here, there's a part you really need to get oil on. And then you just need to turn the wheel towards you to make sure the oil goes all over the place and, well, on the moving parts. Das sind ein paar von den allerwichtigsten Punkten, die ihr auf jeden Fall ab und zu selber pflegen könnt. Denkt dran, nur einen Tropfen Öl an der Stelle, weniger ist mehr. Und ja, wir sehen uns bald. Viel Spaß beim Nähen.